lieb's einfach, wenn so ein Instrument irgendwie selber so richtig was mitbringt. Hier trifft sich musikalische Expertise mit 100% Vibe. Das ist so absurd. Alex kreierte innerhalb von Sekunden einen kompletten Song. Is it a seed? Is it a need? Is it something I forgot? Is it a... Also denke ich sofort, ja, kann man ja wunderbar. Ich finde es unglaublich schön und könnte ihm dabei stundenlang zusehen. Er ist nicht nur Singer-Songwriter und hat für diverse Größen geschrieben, was wir später noch sehen werden, sondern auch Beatboxer, Produzent, Multi-Instrumentalist und erreicht mit seinen Reels Millionen Menschen in der digitalen Welt. Also, lasst uns mit Alex auf die Spuren seiner verbotenen Philosophie gehen. Verschwendet eure Zeit. Und herausfinden, ob er sich bei No Front ärgern lässt. No Front, aber du verlierst die ganze Zeit den Faden. Ja. Denn heute werfen wir einen Blick in die heiligen Hallen eines Künstlers, von dem es bisher noch kein einziges Interview zu sehen gibt. Und der Song hat 1,5 Jahre später die ganze Kohle eingespielt. Laber nicht. Bei Auf Sendung stelle ich, der Typ mit der Perücke, den Kunstschaffenden Fragen bei verschiedenen Games und versuche ihre Art und Weise, Kunst zu kreieren, zu verstehen und ihnen ein wenig Humor zu entlocken. Hat Spaß gemacht. Ciao! Denn davon gibt's auf Social Media meistens zu wenig. Heute geht es um die verbotene Philosophie. Warum Kunst schmerzhaft sein kann und wieso es gut sein kann, seine Zeit zu verschwenden, das finden wir raus. Dafür müssen wir aber in dem Moment starten, in dem sich Alex komplett der Musik verschrieben hat. So. Ich habe sehr jung entschieden, dass ich Musik machen möchte in meinem Leben und habe es mit viel Glück auch als einziges in meinem Leben getan, in vollem Umfang sozusagen. Die 1, 2 Momente, wo ich es anders probiert habe, sind immer darin gescheitert, dass ich es doch wieder gemacht habe. In meinem Fall hatte ich zu einem Zeitpunkt mal sehr hohe Schulden, weil ich mir das erste Geld für Produktion bei der Bank geliehen habe, anstatt zu einer Plattenfirma zu gehen, DIY in Vollversion. Und dann Verschiedenes dabei nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann saß ich im Zug und habe ein iPad rausgeholt, das mein Vater mir am Tag vorher geschenkt hat. Und saß also pleite und jung im Zug. Da habe ich dann gedacht, na, aber vielleicht kann ich ja auch einfach Songs schreiben. Und dann habe ich in diesem iPad in GarageBand einen Song gemacht. Und der Song hat 1,5 Jahre später die ganze Kohle, mit dem ich in diesem Zeitpunkt im Minus war, eingespielt. Und dann hat das funktioniert und hat mir den Arsch gerettet. Und das wusste ich natürlich vorher nicht. Ich wäre nicht der Mounts, wenn ich dir diesen Song nicht besorgt hätte. Also hören wir rein in den Song, der Alex den Arsch gerettet hat. Moment mal. Wie konnte der Song, in dem meine Frau singt, Alex den Arsch retten? Musik macht man ja besonders gern zusammen. Und so arbeiten auch viele KünstlerInnen im Studio oder im kreativen Prozess mit anderen MusikerInnen zusammen. In diesem Fall ist Alex als Songwriter mit Text und Musik an dem Song von Glasperlenspiel beteiligt. By the way, hier waren wir beim Real Talk, wo der Name Programm ist. Jetzt gehen wir rüber ins Pixel Game, bei dem Alex so schnell wie möglich erraten muss, um welches Bild oder Video aus seinem Instagram-Feed es sich handelt. Was könnte das hier sein? Warte. Da bin ich doch. Warte. Ich bin im Toolhouse. Ich bin im Studio bei Kassel, bei Wolfgang im Studio und sitze am Pult. Was ist eigentlich ein Produzent? Laut Wikipedia ist ein Musikproduzent für die Leitung und Durchführung einer Musikproduktion zuständig. Okay, das hilft uns jetzt null weiter. Alex bringt jetzt mit seiner eigenen Definition mehr Licht ins Dunkle. Produzent für Bands oder für Künstlerinnen, Künstler ist eigentlich vor allem ein Empathiejob. Es gibt keine Regel, wie das funktionieren muss. Wenn man jetzt dann mit Plattenfirmen zusammenarbeitet etc., auch die haben ja Erwartungen. Man ist da so genau an der Schwelle. Wenn der Künstler oder die Künstlerin der Kernprozess ist, dann ist man selbst als Produzent eine Mischung aus beobachtender Teil, in einem gewissen Rahmen Teil des Kernprozesses und auch Übergeber an diese Außenwelt. Man sorgt dafür, dass etwas entstanden ist, womit dann ein Vertrieb oder eine Plattenfirma oder das Drumherum auch arbeiten kann. Da Alex so bescheiden ist, hat er uns von seinen kuriosesten Jobs als Produzent natürlich nicht erzählt. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Fragen gestellt. Fakt ist, er hat mit unfassbar vielen deutschen Popstars zusammengearbeitet. Mal als Artist, mal in der zweiten Reihe. Tatsächlich hat er mit solchen Kollaborationen schon 6 goldene und 3 platine Schallplatten abgeräumt. Nice. Ich glaube, eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten, die all die Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, verbindet,
ist die ultimative große Challenge, wie es eigentlich weitergeht, ob man am Anfang steht, ob man sehr erfolgreich ist, ob man erfolgreich war. Es gibt Projekte, die sehr früh sehr erfolgreich werden. Die Challenge dieser Fragen kommt danach, unter Umständen sogar 10-mal so doll. Ich bin einen langen Weg gegangen, einen langen Weg. Das kam nicht von heute auf morgen. Auch die Freiheiten, die das mir eröffnet hat und was ich alles erleben durfte, auch finanzielle Möglichkeiten, dann damit auch umzugehen, das hat bei mir lange gedauert. Ich kenne andere, da ging es eben sehr schnell, aber die Fragen der Auseinandersetzung damit und was es jetzt bedeutet und wie man das überhaupt jetzt noch hinkriegt, die betreffen alle. Und da kommt aus der Nummer kommt keiner raus. Rausgehen wir jetzt aber aus dem Real Talk und rein in den Jenga Jam, dem trashigsten Spiel des Tages. Auf den Klötzen stehen Producer-Aufgaben, für die man 2 Minuten Zeit hat. Also, wer uns unter Strom sehen will, sollte jetzt nicht abschalten. 33, ich bin gespannt. Kick. 2 Minuten läuft. Endlich mal eine Kick und damit anfangen. Also für mich ist das Wichtigste bei einer Kick, dass sie das Frequenzspektrum richtig füllt. Aha, 22. Clap. Dieses Geräusch. Vielleicht ein bisschen tiefer, ne? Ein Clap braucht diesen tiefen. Ja, genau. Clap, Hammer. Das war knapp, ne? 14. Percussion. Was könnte jetzt in diesem Studio besser für Percussion sein als unsere gute CR78? Die 40. Head. Bisschen. There you go. Head down. 45. Layer. Irgendwas, was wir drüber setzen, was ein bisschen vibet. Und jetzt automatisieren wir uns noch den Heil schnell. Juhu! Im Anteil. Komm Schneller. hier. Reverb Mix. Langsam Reverb Mix, dass der Heil rein und raus geht. Oh nein! Was ist denn hier passiert? What have you done? Was ist denn hier passiert? Das ist alles verändert. Wer war das? Bleib unbedingt dran, denn später beim Recipe erlebst du das Studio noch in seiner vollen Pracht. Jetzt aber zurück zu den Challenges und einer Frage, die wir uns hätten auch stellen sollen. Macht das überhaupt noch Sinn, was ich hier gerade mache? Das ist für alle eine große Herausforderung, oder sollte ich etwas anders machen? Die Antwort ist eigentlich wirklich, wenn man sich aufrichtig das, was einem wichtig ist, so aufbereitet, dass die anderen damit auch etwas anfangen können. Bevor wir jetzt mal so richtig in Alex' unglaubliches Studio schauen und aufklären, was es mit dem verbotenen Tisch auf sich hat, sehen wir beim Pixel Game weitere Einblicke in Alex' kreative Teamarbeit. Was könnte das nur sein? Stop explaining. Du holst ja immer öfter mal Personen dann in dein Team, richtig? Ja, und was heißt Team? Irgendwie ist die ganze Welt ja ein großes Team und ich habe das Gefühl, dass es beim Musikmachen eben nicht nur ums Senden, sondern auch ums Empfangen und um den Austausch geht und diese Empathie, die man so füreinander entwickelt beim Musikmachen, das ist für mich wahnsinnig wichtig und deswegen bin ich immer super froh, wenn ich Leute mit ins Team bekomme. Unterbrechung. Lass uns ein Abo da. Das bin ich in meinem Raum. Ich sehe die blaue Farbe und auch das ein Performance-Video. You Said No. Das heißt, du machst zu vielen deiner aktuellen Releases dann ein Live-Performing-Video, weil du ja auch Produzent und eben nicht DJ bist. Das stimmt. Ich bin, wie man es in dem Genre so nennt, ein Electronic Live Act. Man kann dazu sagen, auch dieser Song ist in Zusammenarbeit entstanden mit Matthias Biermann, mit dem ich zusammensaß, um für einen Film Musik zu machen. Wir hätten uns konzentrieren müssen, stattdessen habe ich gemacht. Und Matthias sagte dann, ey Alter, das ist ein Track, das müssen wir fertig machen. Und das haben wir dann auch fertig gemacht. You Said No. Fertig sind auch wir noch lange nicht beim Jenga Jam. Jetzt geht's weiter mit einer Synth Sequence. Lead Melody. It's a ballsy touch, and now we so
Gott. Junge. Hi-Hats. Betonung. Oh ja. Angstschweiß riecht immer am ekligsten, das merke ich gerade. Oh ja. Ich bin ja froh, dass er noch steht. Da haben wir wirklich That's ordentlich what she falsch said. gebaut, ja. Ey, aber das ist gut, machen mit Regeln Single brechen. Synth-Hit. Ich brauch ein Kabel. Ich brauch ein Kabel. Auf der Suche. Auf Sendung, auf der Suche. Jetzt kommt das letzte Bild beim Pixel Game. Links schwarz. Oh, okay, komm, gib mir noch einmal. The Table. The Table. Der verbotene Table. Der verbotene Tisch. Die Werkzeuge sind auf dem Tisch, man fasst sie an, man kümmert sich darum, diese Gleichzeitigkeit herzustellen. Und tatsächlich sind viele der Songs auch genau dann entstanden. Der Tisch ist nicht nur der Ort, an dem es präsentiert ist, sondern der Tisch ist auch, und auch diese Präsentation ist dann auch der Moment, wo es entstanden ist. Wir sind hier zu Gast inmitten von Synthesizern und Effektgeräten. Das nächste Game heißt The Recipe und hier sprechen wir darüber, was genau es für Zutaten bedarf und an welchen Zutaten sich Alex bedient, um seinen ganz eigenen verbotenen Berlin-Sound zu kreieren. Die Idee ist, dass ich einen Raum habe, in den ich gehe und in einen Austausch komme, dann natürlich im Zweifel mit mir selbst, aber so unterstützt von dem, was mir da begegnet, dass ich sozusagen in meinen Prozessen ständig unterstützt bin von den Situationen, in die ich komme. Die Dinge müssen sich gut anfühlen und da habe ich die Jahre für eingesetzt und ein wichtiger Punkt für mich war, es zu schaffen, einen Raum zu kreieren, in dem die Erfahrungen, die ich habe, eine Rolle spielen. Also das Wichtigste finde ich, wenn man sich vornimmt, etwas umzusetzen, ist vor allem erstmal das Warum. Warum will man das jetzt überhaupt machen? Ich meine, wir beide haben jetzt einen guten Grund, wir haben uns getroffen. Ich verfolge ein Prinzip, das heißt im Endeffekt, the music never stops. Ich habe diesen Raum so konstruiert, dass ich, wenn ich einmal Aufnahme gedrückt habe, im Zweifel erstmal nie mehr stoppen muss. Jetzt habe ich hier schon mal eine Bassdrum, fair enough, die läuft hier unten durch meinen Massenburg Preamp, da ist ein bestimmter IQ drauf. Das läuft in eine gewisse Zerre, das tut es extra, damit sich da unten was auflädt. Und so kann ich jetzt hier addieren. Hier gibt es eine zweite Bassdrum. Ich mache gerade Randomness. Okay, jetzt haben wir hier so ein Grundding und dann habe ich hier aus dem Pulsar auch eine erste Snare. Ja genau, sowas finde ich direkt gut. Lass den Finger da drin, das ist gut. Okay, wir räumen einmal kurz auf. Hier hängen die krassesten Geräte, die ihr euch vorstellen könnt. Eine über viele Jahre gesammelte Kombination von legendären Synthesizer-Raritäten, die so legendär sind, weil sie besonders warm und charaktervoll klingen und in vielen Pop-Hits der vergangenen Jahre zu hören sind. Es gibt ProduzentInnen, die mit analoger Hardware arbeiten und jene, die komplett im Computer produzieren. Beides kann zum Ziel führen. Also, zurück zum Recipe. Und jetzt habe ich hier meine Bassline und jetzt habe ich eben aus dem Bauch heraus Und jetzt ist eigentlich auch schon wieder der Moment, mal direkt zu überlegen, wie bleibe ich an meinem Thema dran und wie kriege ich schnell die Bedeutung da rein, ohne eben jetzt zu technisch zu werden. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem emotionalen Kern. Ich weiß, worüber ich singen möchte. An dieser Stelle sei gesagt, alles, was ihr hier gerade hört, ist improvisiert und kein fertiger Song, den es schon gibt. Aber natürlich hat Alex seine Patterns, Themen und Mechanismen, die in diesem Moment unterstützen und eine Improvisation auf diesem Level ermöglichen. When I look back, I see a pattern that is haunting me. Don't know if it's true.
It's a memory. I can say if it's real. There's a beat. It's a beat. It's a beat that is telling me to Eine der wichtigsten Fragen ist doch, wenn man sich für irgendeinen kreativen Prozess entscheidet, wie kriegt man es fertig und wie kriegt man seine Arbeitsschritte unterteilt, ohne dass man immer wieder zurück zum Anfang fällt, sondern sich in der Rolle, in der man gerade ist, auch weiter bewegt. Das bringt mich auf Muskelgedächtnis. Es wird eine körperliche Bewegung. Ich interessiere mich für einen bestimmten Klang und mache so. Für mich ist diese Gleichzeitigkeit wichtig. Ja. Wenn ich an diesem Pult sitze, dann entstehen diese Bewegungen und die tun gut. In diesem Studio ist einfach alles miteinander verbunden. Von der technischen Herausforderung, überhaupt so viele Meter verschiedenster Kabel zu legen, abgesehen, muss so ein Studio natürlich auch auf einer Metaebene sinnvoll miteinander verbunden sein. Denn jedes dieser Geräte erfüllt eine ganz spezielle Aufgabe. Das hier ist meine Bassdrum. Wir hören sie. Dieses ganze Konstrukt tatsächlich ist sie. Von hier kommen die Trigger raus aus dem Polyend, gehen dann hier durch extra Preamps nochmal, damit ich sie heißer fahren kann. Und dann kann ich hier durch das entsprechende Drehen und Wenden der Bassdrum andere Vibes geben, Töne verlängern, Töne verkürzen, Percussions draus machen. Ohne ihn kann ich nicht mehr. Er macht diese schönen mittigen, slashigen Hi-Hats, kann man auch gut durch Chorusse schicken und sonst irgendwas. Genre from Another Mother, ein guter Brother in meinem Musikleben. Das ist ein fantastisches Gerät. Man sieht hier diese Matrix, die es eben einem ermöglicht, jedes Teil, man kann sich das hier wie ein Modular-Synthesizer vorstellen, jedes Teil jederzeit auch auf etwas anderes zu routen. In diesem Fall haben wir jetzt gerade was sehr Simples. Hier ist der Prophet 6, da war ich fast ein bisschen beleidigt, dass ich den Prophet 5 auch noch brauchte. Den benutze ich praktisch ausschließlich, um diese ganze obere Frequenzwelt zu füllen. Ganz interessanter Fun Fact, ich nehme nur Mono auf. Jedes Signal, das ich aufnehme, ist Mono. Alles, was später Stereo wird, verbreitere ich mit Chorussen und sonst irgendwas. Also es gibt keine Stereosignale in meinem Studio. Nee. Was ist eigentlich Mono? Mono ist, wenn du ein Signal nur in der Mitte hörst. Hier zum Beispiel. Ich bin Mono. Ich bin Mono. Und Stereo ist, wenn du dieses Signal auf beiden Ohren hörst. So zum Beispiel. Ich bin Stereo. Ich bin Stereo. Okay, also, let's go back zum Recipe. Dann haben wir hier den Prophet 5. Der ist eigentlich wie ein Klavier. Ich liebe es einfach, wenn so ein Instrument irgendwie selber so richtig was mitbringt. Und das. Is it a seed? Is it a need? Is it something I forgot? Is it a. Also denke ich sofort, ja, kann man ja wunderbar. Ist einfach so schön, ne? Hier, na klar, Good Old Moog. Und ich meine, wir alle, jeder, der sich dafür interessiert, weiß, dass er berühmt ist für seinen Bass. Ist auch nichts, was ich an anderer Stelle ersetzen könnte. Er nimmt so einen klaren Platz ein in allem. Hier drüben die CR78. Für mich einfach eines der großartigsten Geräte aller Zeiten. Da kommt halt dann am Ende des Tages doch jedes Mal was anderes bei raus und ich ohne den Kollegen geht's für mich nicht. Also es ist wie eine Groove-Schule, es ist wie ein Schlagzeuger. So, jetzt haben wir das Studio einmal in Kürze kennengelernt. Natürlich steckt da dahinter, wie schon anfangs gesagt, nicht nur meterlange Kabel und jede Menge Gedankenschmalz. Nein, auch technische Skills, Erfahrung mit den Geräten und musikalisches Know-how sind vonnöten, wenn man dieses Raumschiff erfolgreich bedienen will. Ey, du da, in der letzten Reihe. Aufgepasst, denn jetzt geht es um die Terrorzone, schmerzhafte Produktion und Kontrollverlust beim nächsten Game. No front, Alex, aber Du bist ein Nerd. Ja, und das finde ich auch okay. Da kann ich gut mit leben. Ich glaube an die Terrorzone. Man hat Ideen und Ideen dann fertigzustellen ist für mich einfach eine tiefe Auseinandersetzung, die tut weh.
Und das hat es aber auch verdient. Ich glaube, so drückt man sich am Ende aus. No front, aber du bist ständig high. High an Selbstzweifel. Die Droge kriege ich nicht so richtig abgestellt. Die Wahrheit ist, dass ich mit Drogen überhaupt keine Berührungspunkte habe. Kontrollverlust ist für mich eigentlich eine der größten Sorgen, die ich habe. Und jetzt habe ich auch schon ganz vergessen, wo wir ganz am Anfang waren. No front, aber du verlierst die ganze Zeit den Faden. Ja. No front, aber darf man mit grauen Haaren noch Techno machen? Ja, genial. Geniale Frage. Ich nutze die Chance und spiele etwas vor. Can't you too fucking old? Give up. You're too fucking old, give up. Hat mir jemand spontan auf Instagram geschickt, die Nachricht. Ich habe ihm geantwortet, ha 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 ha. I keep this to remind me to do whatever feels right. Ich kann nur raten, vielleicht kam der gerade betrunken aus einer Bar und hat auf Instagram gedaddelt und dann kam jemand mit grauen Haaren und hat Musik gemacht. Und ich weiß, dass es oft eine große Rolle spielt. Wo stehe ich gerade? Wie alt bin ich? Woher komme ich? Was wäre jetzt das Richtige zu tun? In meinem Fall ist die richtige Zeit, eben die Musik zu machen, die ich gerade mache, eben jetzt. Jetzt ist auch die richtige Zeit für Beatbox und Flöten beim Jenga Jam. Strings. Okay, da kommt was. Jawohl! Gucken. Ah, ich habe eine Lösung, ich habe eine Lösung. Warte, wir müssen aufpassen, das wird laut. Das nehmen wir ganz einfach. 43. Eine kleine Beatbox. Beatbox, little boxly box. Die 2. Bass. Ich bin jetzt eigentlich ready to dance. Wir müssen diesen blöden Turm jetzt endlich mal umschmeißen. So, probieren wir nochmal dein Glück. 22. Make a wish. Make a wish. Wow! Was du willst. Joker. Ah, schneller, Nein, er falsche packt die Flöte. Blockflöte aus. Ich bin Legende. super schlecht da drin, ich kann das überhaupt nicht. Das passiert jetzt. Ah! So, ihr Lieben, das war der Jenga Jam hier mit Alex, a.k.a. Verboten Berlin. Wir sehen uns gleich in der nächsten Rubrik. Bis dahin mache ich die Schottenduster und sag Ade! Gut, dann ärgern wir Alex eben noch ein bisschen weiter. No front, aber eigentlich machst du Pop. Ja, in einem gewissen Rahmen stimmt das. Gerade diese intensive Auseinandersetzung mit der Popkultur ist für mich im Moment ein Werkzeug, um mir relativ bewusst zu sein, was ich gerade verändere. Und das ist schön. Und ich glaube, jede Art von Erfahrung und Wissen ist halt am Ende etwas, was einem die Möglichkeit gibt, sich auch da rauszubewegen oder ganz bewusst etwas mitzunehmen. Alles, was man wissen kann, kann man nutzen und vermeiden oder unterstützen und mitbringen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch für den einen oder anderen ein ganz guter Session-Partner, weil das halt meine Geschichte ist, so wie andere ihre haben. Also, bevor wir die letzte Frage klären, wieso es gut sein kann, seine Zeit zu verschwenden, werfen wir einen letzten Blick hinter den Vorhang von Verboten Berlin. Beim Real Talk. Alex, sei ehrlich, was nervt dich am meisten an dir selbst? Mein erstes Gefühl ist, was nervt mich an mir denn nicht? Ich muss das wirklich kurz sacken lassen. Ey, wenn man das weiß, ne, dann ist man ja eine Million Schritte weiter. Und ich glaube, auf die Frage gibt es wahrscheinlich jeden Tag auch eine andere Antwort, auch mit so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Meinen Kopf aus diesen Prozessen, in denen ich drin bin, mal kurzfristig rauszuholen und einem guten Freund eine kurze Nachricht zu schicken, die womöglich nur Ja oder Nein ist. Ich glaube, das ist eben auch für die Leute um mich herum einfach manchmal sehr anstrengend. Und das tut mir leid und das nervt mich. Wo hast du das Hören gelernt? Ich glaube, Hören ist eigentlich so ein bisschen wie Schmecken. Und es gibt Geschmäcker, für die ist man bereit und in verschiedenen Lebensphasen sind andere Geschmäcker auf einmal interessant. Wenn ich das für mich zusammenfasse, dann war Hören am Anfang etwas, was mir gezeigt hat, dass ich teilnehmen kann an einer
an einem sozialen Umfeld, das irgendwie mit meinen Wünschen von einer Welt zusammenpasst und wie ein großes Versprechen klang. Ich habe danach gehört, was die Welt für mich bereithält. Und dann kommt eben dieser erste Moment, in dem Hören bedeutet, mal ein bisschen verstehen, was da Sache ist. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel mal so einen Klang von einem Schlagzeug. Heute weiß ich, wie viel Höhen und Mitten und perkussive Elemente in einer Bassdrum sind. Als ich jung war, habe ich in der Bassdrum vor allem Bass gespürt. Man fängt an, Dinge zu trainieren. Ja? Und dann kommt erst mal so ein Richtigmacherohr ins Spiel. Dann kommt aber natürlich auch irgendwann so diese Sehnsucht danach, etwas zu hören, was mit dem eigenen Gefühl zu tun hat. Also dieses tatsächlich auf sich selbst hören, bevor man überhaupt das Außen hört. Das ist, glaube ich, die herausforderndste Schule. Wow, vielschichtiges. Viel zu lang, I'm so sorry. Alles gut. Du redest so viel, wie du magst und wir schneiden alles raus. Ja, geil. I love it. Fazit. Mir gefällt Alex' Einstellung enorm gut. Gemeinsam nach vorne schauen, empathisch sein und dem Prozess vertrauen. Das ist seine persönliche verbotene Philosophie, die sich auf Musik und das Leben beziehen lässt. Davon können wir alle etwas lernen. Also Kinder, jetzt endlich die Auflösung. Warum ist Zeitvertrödeln etwas Gutes? Die Frage nach vertrödelter Zeit ist für mich echt nicht ganz leicht, weil ich diese Neigung hatte, dadurch, dass ich auch praktisch schon immer selbstständig war und auch immer diesen Glauben hatte, dass das, was ich gerne tue oder mache, ja auch etwas sein könnte, was ich mit der Welt teilen kann. Ich immer in dieser Situation war, das Gefühl zu haben, das, was ich jetzt gerade tue, das ist auch zu irgendetwas gut. Natürlich habe ich dabei wahnsinnig viel Zeit vertrödelt und da komme ich auch drauf, womit ich die Zeit vertrödelt habe, mit der Auseinandersetzung mit Details. Deswegen würde ich als Fazit dafür plädieren, verschwendet eure Zeit, es kommt der Tag, an dem ihr das, was ihr da erlebt habt, gut gebrauchen könnt. What a learning, Kinder. Wer hätte das gedacht? Ab jetzt kannst du auch mit uns gehörig deine Zeit verschwenden mit Videos rund um Kunst und Kultur. Hier voll auf Sendung mit dem Mounts.